In diesem Aufgabenvideo geht es um elektrotechnisches Basiswissen, genauer um Kondensatoren und noch genauer um die Berechnung der Ladungen bei einem Mix aus Parallel- und Reihenschaltung. Drei Kondensatoren werden von einer Spannungsquelle, die einen Innenwiderstand von 0,5 Ohm hat, mit einer Spannung von 12 Volt versorgt. Die Kapazität der Kondensatoren ist C1 gleich 40 Nanofarad, C2 60 Nanofarad und C3 gleich 70 Nanofarad. Die Frage ist, welche Ladung hat sich auf den einzelnen Kondensatoren angesammelt? Vorab schon mal die Lösungen zum selber ausprobieren. Q1 ist 197,6 Nanocoulomb, also mal 10 hoch minus 9. Q2 ist gleich 296,4 Nanocoulomb und Q3 494,2 Nanocoulomb. Gesucht sind also die drei Ladungsmengen auf den drei Kondensatoren Q1, Q2 und Q3. Q1 kann man aus der einfachsten Formel der Welt bestimmen, Q gleich Q, die in angepasster Form lauten muss Q1 gleich C1 mal U12. U12 lässt sich aus der Spannungsteilerregel für Kondensatoren berechnen, die in Reihe geschaltet sind. Eine Teilspannung UA verhält sich zu einer anderen Spannung UB umgekehrt proportional zu den entsprechenden Kapazitäten. In unserem Fall wäre das U12 geteilt durch U-Quelle gleich C Gesamt durch C12. Nach der gesuchten Spannung auflösen liefert uns noch kein Ergebnis, deshalb halten wir die Gleichung erstmal als Gleichung 2 fest. Es müssen erst noch die Kapazitäten berechnet werden. Erstmal C12, also die der beiden parallel geschalteten Kondensatoren, an denen ja die gesuchte Spannung U12 abfällt. Allgemein setzt sich bei parallelen Kondensatoren die gesamte Kapazität aus der Summe der einzelnen Kapazitäten zusammen. Hier wäre daher C12 gleich C1 plus C2 und damit gleich 100 Nanofarad. Es fehlt noch die gesamte Kapazität aller drei Kondensatoren. Dazu betrachtet man die beiden parallel geschalteten Kondensatoren als eine Einheit C12, die mit dem dritten Kondensator in Reihe geschaltet ist. Für zwei solche in Reihe geschaltete Kondensatoren ergibt sich mit der entsprechenden Gleichung eine Kapazität von 717 Nanofarad. Die beiden gerade berechneten Kapazitätswerte kann man nun in die Spannungsteilerregel für Kondensatoren einsetzen und erhält damit eine Spannung U12 von 4,94 Volt. Diese Spannung setzt man jetzt in die erste Gleichung ein, aus der endlich eine Ladung von Q1 gleich 197,6 Nanocoulomb resultiert. Die Berechnung von Q2 ist jetzt etwas flotter, weil wir ja schon einiges an Vorarbeit geleistet haben. Wir starten auch hier mit der leichtesten Gleichung der Welt und kommen mit der vorhin berechneten Teilspannung U12 auf eine Ladung Q2 von 296,4 Nanocoulomb. Q3 erhalten wir aus demselben Ansatz, wobei hier allerdings die Teilspannung U3, die am dritten Kondensator abfällt, nicht bekannt ist. Da aber nach dem Maschensatz alle Teilspannungen genauso groß sein müssen wie die angelegte Quellenspannung, ergibt sich damit eine Teilspannung U3 von 7,06 Volt. Mit C3 multipliziert folgt dann schließlich auch Q3 gleich 494,2 Nanocoulomb.